Wir sitzen vorm Eingang von Tivoli Frieden. Das ist der Nachteil dieses Kanals für uns. Und da hat Visa irgendwann mal die Gondeln abgenommen und hat daraus einen Breakdance gemacht. Den seht ihr gerade hinter mir. Das wird ein Spaß. Und das verletzt mich auch in meiner Essenssuchehre, muss ich zugeben. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits und wir sind wieder auf Tour, Scandi Tour 2 und wir sind noch in Dänemark und jetzt geht es zu Tivoli Friheden. Im letzten Video habt ihr den Tourtag, den ihr jetzt seht, am Anfang schon gesehen, wo wir Djurs Sommerland besucht haben, einer der besten Freizeitparks, die wir überhaupt in Europa haben. Und dann haben wir jetzt noch einen Abstecher zu Tivoli Friheden und danach geht es zu unserem Hotel. Da seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir sind angekommen in Aarhus, wir sind angekommen bei Tivoli Friheden. Wir haben geparkt. Ein paar Meter weiter vom Haupteingang ist einfach ein Parkplatz for free, weil es auch nicht mehr viele frei. Es ist unter der Woche und es ist Nachmittag. Schauen wir mal. Achterbahn haben wir schon durch den Zaun erspäht. Fährt auch. Auch das ist eine sehr gute Sache. Und wir wandern jetzt erstmal wieder komplett zurück. Ein gutes Stück zum Eingang. Das Ganze ist ja ein Tivoli-Park und das funktioniert dann dementsprechend nach dem Tivoli-Prinzip. Und es gibt keinen oder einen kleinen obligatorischen symbolischen Eintritt. Und man kann Fahrgeschäfte dann einzeln machen, beziehungsweise kann man natürlich auch ein Wristband sich gadden. Und wo möchtest du lang? Merke ich. Ja. Und dann einzelne Fahrten machen. Das werden wir wahrscheinlich tun, weil Tivoli Frieden haben wir schon mal besucht, sind die meisten Sachen gefahren, die es da jetzt gibt. Und ein All-Rides Wristband würde sich nicht unbedingt lohnen. Haben wir auch so nicht eingeplant, weil wir ja heute schon Djurs Sommerland gemacht haben. Ich glaube, mit der Scandi-Tour haben wir das damals auch so gemacht. Also mit der On-Ride-Tour, dass wir auch so hier abends nochmal hin sind. Müsste man die Vlogs nochmal gucken, kann ich aber nicht empfehlen. Ich hatte letztens einmal kurz reingeskippt, ich habe es ganz schnell wieder ausgemacht. Wir sitzen vorm Eingang von Tivoli Frieden. Wenn ihr euch jetzt denkt, warum sitzen die Honkis denn vor dem Eingang? Wir beratschlagen uns gerade, weil was Uschi im Internet gefunden hat, was den Eintritt angeht, ist nicht das, was an der Tür steht. Und Stand jetzt ist, oder auch nicht das, was ich gerade noch gesagt habe auf dem Parkplatz, Eintritt kostet 24 €. Das ist sogar schon umgerechnet da drauf, das ist immer ein schlechtes Zeichen. 24 € kostet nur der Eintritt. Und dann bist du bei 40 €, wenn du ein Wristband für All Rides nimmst. Wenn wir jetzt nur die Bahn nehmen, die soll wohl 6 Tickets kosten, das wären nochmal 6 €. Also sind wir schon bei 30. Und da ist jetzt die Frage, machen wir das überhaupt? Und das sehe ich eher nicht so. Oder gehen wir dann all in, machen 40, gehen rein, um euch zu zeigen, was gibt es hier für 40 €. Lohnt sich das, wenn ihr hier in der Gegend seid, um vorbeizukommen, euch das anzutun oder nicht? Was ist der Stand der Dinge? Was bekommt man dafür? Meine Vermutung ist nämlich, dass sich das nicht lohnt. Aber vielleicht müssen wir das jetzt machen, um das zu verifizieren. Das ist der Nachteil dieses Kanals für uns.
Oh, ja, 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 ja. Oh. Oh. Nee, ey. Family Coaster könnt ihr sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Neuer Eurofighter, letztes Jahr glaube ich eröffnet. Am Anfang habe ich gedacht, ah okay, doch, der ist okay. Das fährt sich beim Looping noch. Ja, stimmt, das glaube ich. Und dann fährst du in diese erste komische Inversion rein und denkst schon, das sieht schon komisch aus. Und danach wurde es echt nur noch Holter die Polter. Ziemlich wenig Achterbahn für die Fläche irgendwie. Dafür, dass hier 2 Achterbahnen jetzt weniger stehen, beziehungsweise es waren 2 andere Bahnen hier, dafür ist diese Bahn jetzt hier neu gekommen. Ja, ist halt einmal zu viel ein Zug von der Strecke abgekommen. Aber nicht ganz, sondern nur halb abgebrochen und vielleicht ein Mensch zu viel gestorben. Gut. Dann, ach so, natürlich, die haben heute einen großen Ansturm hier. Wir müssen aber die ganze Crew durch. Uschi hat sich gewünscht, dass wir jetzt Drehmaus fahren. Ich weiß nicht, wo dieser Wunsch herkommt, aber ich glaube, da will jemand seine 40 € wieder reinfahren. Machen wir das. Das ist nämlich dann die nächste Achterbahn, die es hier gibt, die ihr fahren könnt, eine Drehmaus. Ich weiß nicht, Samperla wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und los. Jo. Oh. Oh. Ja, toll war das. Typhoon. Spinning Coaster, komplett eingebremst. Also juckert da lang, sieht auch ein bisschen urselig aus. Gibt es übrigens auch so Schallschutzwände, weil du hast ja hier so einen Stadtpark, um die Leute ein bisschen vor dem ganzen Lärm zu schützen. Also hier hinter mir war, glaube ich, mal der Coaster mit dem Looping und hier stand Python, die ja einmal zu viel entgleist ist. Spannend ist übrigens beim Eurofighter, das haben wir eben gar nicht erzählt, es wird von den 2 Reihen nur eine Reihe beladen, weil der Operator alleine ist und der muss nach dem Kontrollieren der Bügel ja quittieren, dass der einmal durchgelaufen ist. Und das muss er auf der anderen Seite der Station machen und sonst würde er nicht zurückkommen. Und weil er allein operatet, muss er halt eine Reihe freilassen, damit er da lang kann. Schwierig. Wir hatten jetzt Glück, dass vorne 2 waren und dann waren 4 und dann nochmal 4. Da konnten wir halt auf jeden Fall mal ein paar Fahrten schon mal skippen. Schiffschaukel gibt es hier auch noch.
vor dem Gerstlauer Haufen. Mega schön. Gestaltung des Parks, Sauberkeit des Parks, die ganzen Blumen, die haben auch gerade Blumenfest, super schön. Dann gibt es so ein paar Standard-Rides noch, wie hier ich frage mich nicht, was das für ein Flatride ist, das wisst ihr wieder besser. Das ist ja wieder so eine Überkopfgeschichte, das weiß der Junge wieder nicht. Aber relativ neu, ich weiß gar nicht von wann, ich habe nicht geguckt, aber hier oben der Turm ist von RES 2019, gar nicht so neu. RES, Ride Engineer Switzerland, Freifallturm. Aber wie ihr merkt, die Friheden, die sind auch gut da drin, sich einfach mal Quatsch in den Park zu stellen. Es gibt auch so das Standardportfolio, und zwar gibt es einen Dragon. Der Dragon ist ein Wacky Worm, aber ein großer, wirklich ein großer. Und der auch, glaube ich, andersrum sogar fährt. Hat auch diese Plexiglas-Geschichte. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so up-to-date alles. Aber die haben nicht nur diese Standardbahn, die haben auch als Standardbahn einen SBF Visa Compact Spinning Coaster. Und da hat SBF Visa irgendwann mal die Gondeln abgenommen und hat daraus einen Breakdance gemacht. Den seht ihr gerade hinter mir. Der Mini-Breakdance, und den gibt es hier auch. Haben wir jetzt den dritten weltweit gefunden, den irgendjemand sich mal in den Park gestellt hat, den wir dann live gesehen haben. The Fire Brigade, und dann gibt es hier noch das Sommervoglen, und das ist ebenfalls von Gerstlauer Museums ein Fahrgeschäft, was ihr fast kennen könntet. Es gibt ja den Skyfly und es gibt den Sky Roller und es gibt auch den Sky Racer, und das ist das hier. Und es geht dabei nicht nach oben. Der hat auch noch die klassischen Gerstlauer Bügel, die Schulterbügel, wie ihr ihn kennt. Der Eurofighter hier hat schon die neueren, die etwas offeneren und freieren. Die fand ich jetzt auch gut, und das war auch sehr hilfreich, dass es die waren. Sonst hätte es nämlich auch schon wieder ein bisschen Kopfnüsse gegeben. Ich habe noch keinen gesehen, der hier Überschläge schafft. Das Ding, das pace hier aber mit Vollspeed im Kreis. Ich weiß nicht, ob ich es dann einfach mal gleich versuchen soll. Ob es an den Leuten liegt. Ach, und einen Mini-Drop-Tower gibt es auch noch. So einen kleinen Bouncy, hier ein Häschen dran, im Wald Busch versteckt. Luna Park ist halt Dauerkirmes, ne? Aber muss ja nicht so teuer sein. Ach ja, und ich habe die Bötchen vergessen. Man kann hier mit kleinen Motorbooten übers Wasser schippern. Also das als kleines Update schon mal dazu. Ist noch nicht alles, was hier geht, aber freut euch gleich aufs Haunted House. Das wird ein Spaß. Ach, guck mal. Nein, da wirst du schwitzen, wenn du fertig bist. Ja, aber hallo. Ich bin Erster, Leute.
mit einem, noch nicht mal richtigen Überschlag. Bruder, wie hast du 51 hingekriegt? 75. Ja, man kann das super gut lesen. Tobias. Ja, wir sind jetzt Haunted House 5D gefahren. Thank you. Das ist eine tolle Pre-Show. Ja. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Toll, ich habe Minuspunkte gemacht. Nee, das sieht nicht wir. Ja, also die Pre-Show war gut. Man wird in so einen kleinen Raum gelassen, wo ein Bildschirm hängt. Und da passiert dann 1 Minute lang nichts, weil der Bildschirm nicht an ist. Und es ist ganz dunkel. Und dann geht es weiter in die Geisterbahn. Und das fängt erstmal an mit einer Geisterbahn. Also die Soundeffekte sind ganz cool, finde ich. Fährt halt so durch, dann hat man so ein paar Wackelfiguren und so. Dann kommt man schon zur ersten Leinwand. Das hat der. Hast du das eigentlich schon gesagt? Nee, ne? Nee. Man hat eine 3D-Brille auf die ganze Zeit, die übrigens in dem Fahrzeug bereits ist, wenn man da einsteigt. Also es gibt für jedes Fahrzeug 4 Brillen. Und die benutzt man den ganzen Tag. Hier wird wahrscheinlich nichts sauber gemacht. Gerade mal eben.
Dann hat man auch Pistölchen, kniffdünn. Und mit denen schießt man dann auf Zombies, die auf einer Leinwand in einem Video, ich weiß nicht mehr, ich glaube das erste war ein Friedhof, wo die dann auf einen zukommen und man schießt dann auf die. Und dafür bekommt man dann Punkte. Ja. Gut, dann geht's weiter. Ist dann irgendwann vorbei, die Leinwand, dann geht's weiter. Und dann kommt ein ganz guter Geisterbahnteil. Also von diesen kamen so 2. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt. So Animatronics und 3, 4 andere. Stimmung ist ganz gut. Musik, Geräusche, Gekreische und sowas. Das fand ich ganz cool. Und dann ging es weiter mit der nächsten Leinwand. Wieder Zombies erschießen, wieder ein Ministück Geisterbahn und wieder Zombies erschießen und dann war es zu Ende. Ja, also für mich brauchst du das nicht. Ich glaube, die Bahn hätte auch so Potenzial mit vernünftigen Animatronics. Das ist eine schöne, kompakte Geisterbahn. Ja, aber ich fand es jetzt nicht so blöd, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Ich kann mich nämlich an die ursprüngliche Version, die wir irgendwann mal gefahren sind, überhaupt gar nicht mehr erinnern. Also ja, das ist jetzt meine ungeschönte Wahrheit. Erwähnenswert finde ich vielleicht auch noch, dass das der Film ist von Triotech Zombie. Den kennt man vielleicht aus dem Ford Fun, aus dem XD-Kino. Das ist nämlich das, was man sonst als Langversion als einen Film hat. Und hier haben sie das zerschnibbelt und an verschiedene Stellen. Aber ich habe auch in Erinnerung, das war heller, es war nicht so viel Geisterbahn und es war mehr All Screens und war nicht so. Es war jetzt viel besser, als ich es in Erinnerung habe. Sehr gut. Aber es war nicht gut, ne? Nicht falsch verstehen. Autoscooter gibt es hier auch noch. Und dann müssten wir mal den Bereich verlassen und wechseln, weil wir sind jetzt am Ende des Tivolis und haben euch quasi alles schon mal gezeigt und erklärt und gesagt, was es hier gibt. Natürlich auch fürs Protokoll. Es gibt auch noch einen Wellenflieger und super viel, gerade Gärten, Brunnen, hier ruhigere Ecken. Ne? Es gibt auch, was ja Grundeintrittspreis, warum der so hoch ist ja auch, dass es super oft Veranstaltungen hier gibt. So Konzerte, Veranstaltungen, das ist dann alles inkludiert. Und dann, aber ich finde halt trotzdem zum Eintritt und dann die Gap zum Whistband finde ich schwierig. Aber ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt im Vergleich zu heute Morgen 4 Euro pro Person weniger bezahlt für das alles. Und das kann man, glaube ich, ganz gut miteinander vergleichen, weil wir sind im gleichen Land, nicht weit voneinander entfernt. Finde ich schon, dass das irgendwie damit zu vergleichen ist. Und dann finde ich, das hier muss man wollen. Immer noch. Also wenn du noch nie hier warst, kannst du es auf jeden Fall mal machen. Wenn du schon mal hier warst, nur für den Eurofighter, sehe ich nicht. Wir überlegen gerade, ob wir Illusion-Fabriken machen. Ich habe das als lustiges Funhaus in Erinnerung, aber es kann auch ein nicht so lustiges gewesen sein. Ich verwechsel das mit einem guten. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich habe kein festes Schiff. Ja, da ist ja schon wieder hier. Ich glaube, hier ist erstmal nur Action Jackson Palaver Abriss, oder? Aber wo geht die Bude dann hin? Tschüss. Wo es hier lang geht. Ach du Heiliger. Das ist ja witzig. Ich stehe im Haus. Nee, das macht nichts. Ja gut, das ist einfach, das funktioniert auf dem Video niemals, weil du das ja richtig siehst und den Körper... Rollt bergauf. Ja, wow. Für meine Macht. An den Quatsch kann ich mich erinnern. Kannst du das... Alter, wie dumm ist mein Gehirn, Mann? Möchtest du eine ehrliche Antwort noch? Nein. Ja.
Also bis auf dieses schiefe Haus war es halt nichts, finde ich jetzt. Also Ja. für Kinder ist es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen lustig. Die können da oben noch irgendwie rumklettern, aber nee. Wir haben noch den Sky Tower gar nicht erwähnt. Das ist so wirklich die absolute unique Attraktion hier. Es ist ein Turm und es geht nach oben. Ziemlich weit. Da oben, da oben. Und dann geht es wirklich im freien Fall in ein Netz. Das dauert wahrscheinlich jetzt noch zu lang, bis da macht das jetzt einer gerade, ne? Also ist gerade einer angekommen. Ach, angekommen. Ja, auf einmal klatscht es. Ich habe gar nicht mit gerechnet. Ja, ich habe gedacht, warum liegt das denn jetzt hier unten? Ja. Genau, dieser Rahmen, dieser Gummimattenrahmen, der ist sonst hier so in der Mitte und liegt jetzt hier. Und von da ganz oben werdet ihr frei runterfallen gelassen. Bam, hier drauf. Ja, genau, da oben, wo der, hab ich doch gerade gesagt, das ist sonst nicht hier unten, sondern da oben, in diesem Bereich. Das habe ich nicht gehört. Wie immer. Ach ja, genau, hier wird ja noch gepinselt. Er hat Spritzdosen dabei, aber er pinselt. Aber es ist trotzdem bestimmt cool später. Genau, hier passiert Kunst. Das kann man machen, das kostet, wenn man das Wristband hat, 6 Euro und nochmal extra. Dann kann man sich da runterschmeißen lassen. Habe ich vor 9 Jahren nicht gemacht, weil 2 Bandscheibenvorfälle gesagt haben, Digga, lass den Quatsch. Aber von oben gefilmt, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gezeigt. Und hier ist die andere eben erwähnte Achterbahn, dass wir hier auch noch mal vorbeigelaufen sind. Ich glaube, die war damals neu. Aber es gibt auch noch ein Qualitätsprodukt, den Zierer Family Drop Tower. Steht ein bisschen verloren hier, aber ist cool. Und da drumherum ist eine Kinderfahrschule und auch ein Riesenrad hat Tivoli Frieden zu bieten. Das sehen wir natürlich jetzt noch mal mit und nehmen euch auch mit. Bei dem Riesenrad. Ist jetzt nicht so spektakulär, ist ein bisschen zugebaut auch bis nach oben hin. Aber cool ist die Operator-Gondel, weil das ist, also Operator-Häuschen, weil das ist nämlich eine Riesenrad-Gondel, in der das macht. Jo Leute, wir sind wieder am Auto angekommen. Wir fahren jetzt gute 2 Stunden zu unserem Hotel, beziehungsweise auch dann da zu irgendeiner Pizzabude und holen uns was zu essen. Es gab eben ein paar Brezeln, so kleine, auf dem Weg hierhin. Da gibt es irgendwie kein Restaurant. Es gibt nur irgendwelche Fastfood-Buden. Ja. Oder guckt jemand wieder sehr begeistert? Ja, wenn wir jetzt irgendwas sehen, können wir immer noch da anhalten. Aber Ja. Auf Maps war ich sehr unerfolgreich. Und das verletzt mich auch in meiner Essenssuchehre, muss ich zugeben. Kleines Trüffelschwein. Jo, wir sind jetzt in Odensee angekommen. Hier werden wir übernachten, waren jetzt gute 1,5 Stunden, nicht gute 2 Stunden. Da habe ich eine falsche Information bekommen. Wir haben unsere Pizza geordert, aber nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Denn die haben nämlich Sommerferien, hat Uschi gesehen auf der Homepage.
15 bis 20 Minuten. Die Zeit nutzen wir und packen gerade aus den Koffern Klamotten in unsere Reisetasche, denn wir machen das wieder so, wie wir es bei der Balkantour gemacht haben, dass wir ohne Ende Klamotten dabei haben, in den normalen großen Koffern, das in eine Reisetasche packen und die dann immer on demand quasi mitnehmen für ein paar Tage und dann immer wieder tauschen, statt jedes Mal große Koffer irgendwo reinzukarren und zu schleppen, was manchmal auch ziemlich unattraktiv werden kann. Und Pfand werde ich jetzt gleich nochmal sortieren, nochmal die Kühlbox auffüllen, die ja hier mit Strom läuft. Und dann nehmen wir die Pizza mit, dann fahren wir zum Hotel, dann checken wir ein und dann sehen wir uns bestimmt auch wieder hier. Getrennt. Es gab nur 2 Bettzimmer, keine Sorge. Wie bitte? Es gab nur 2 Bettzimmer, keine Sorge. Von wegen. Schön. Rappy. Ist schon mit dem LKW angefreundet. Süß. Kann man dir helfen? Ja, ich versuche rauszufinden, wie das ist. Das nicht schlecht, aber die will ich nicht tun, der sieht so. Jo, wir haben uns die Pizza einverleibt. Also bei mir war okay. Ich weiß nicht, wie deine war. Ja, okay. War jetzt nicht die beste Pizza der Welt, aber war Nö, auch okay. ich hatte so mit Kebabfleisch und Zwiebeln, Champignons. Schon okay. Ganz lecker eigentlich. Die letzten 2 Stück hätte ich mir sparen sollen. Ich bin jetzt sowas von pappsatt. Wir haben die Fenster aufgerissen. Wir sind hier im Best Western Plus, das haben wir glaube ich schon gesagt. Und man kann aber auch hier draußen sitzen. Kriegt auch noch einen Drink an der Bar. Eben war kein Mensch da. Jetzt ist das gut gefüllt. Und ja, jetzt arbeiten wir hier draußen noch ein bisschen. Und wir haben aber auch schon 9 Uhr, ne? Also ist jetzt nicht so, dass der Tag jetzt hier früh zu Ende geht, obwohl wir gut durchgekommen sind, soweit. Aber wir melden uns vielleicht nochmal, vielleicht seht ihr das Hotel gleich auch nochmal von außen. Und wir sagen auf jeden Fall noch gute Nacht. Ihr müsst morgen bzw. demnächst den nächsten Teil dieser Tourserie gucken, weil wir das Hotel nicht von außen gezeigt haben, weil wir gerade vom Regen und Gewitter geflüchtet sind. Ja, knallt zwischendurch ordentlich, blitzt ordentlich, schüttet jetzt ordentlich. Ich bin mal gespannt, was das morgen gibt. Und ja, wir versuchen ein bisschen Luft reinzulassen, aber auch ja, überschaubar. Es war gerade draußen so gemütlich, so schön kühl und fein, aber das bleibt uns jetzt verwehrt. Wir sind noch nicht fertig mit der Arbeit, das machen wir jetzt noch fertig und dann war es das für heute und wir sehen uns morgen um 18 Uhr auf jeden Fall wieder zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal und der nächste Tour, da kommt auch schon bald raus. Tolles Ende.